Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Ja, wir kommen zurück bei Fellner live und jetzt wird es sportlich und um genauer zu sein, grün-weiß, denn bei uns zu Gast ist Rapid-Legende und Geschäftsführer Sport Zoki Barisic. Grüß Gott. Vielen Dank fürs Kommen. Herr Barisic, jetzt muss man sagen, diese ersten 2 Runden, die sind jetzt nicht unbedingt sehr gut gelaufen für Rapid. Alle schreiben schon von der Rapid-Krise. Woran liegt's? Warum kommt Rapid derzeit nicht wirklich in Form? Was ist da schiefgelaufen? Also von einer Krise will ich jetzt überhaupt nicht sprechen. Denn im ersten Spiel gegen Red Bull Salzburg zu Hause, glaube ich, war die Leistung in Ordnung. Es hätte auch in unsere Richtung gehen können. Aber von der Leistung her war das okay. Es war ein Spiel auf sehr hohem Niveau. Da hat es einfach einen Sieger gegeben und einen Verlierer. Der Verlierer waren wir. Gegen St. Pölten war es halt so, dass du zwar unentschieden gespielt hast, aber wir zwar nicht zufrieden waren mit unserer Leistung, die wir gebracht haben, trotzdem denke ich, dass wir die bessere Mannschaft waren und dieses Spiel hätten gewinnen müssen. Aber wir wissen ja, wie es im Fußball ist. Wenn du vorhin die Chancen nicht reinhaust, dann ist es einfach irgendwann einmal so, dass du sie hinten bekommst. Aber jetzt muss man sagen, der Anspruch von Rapid, der muss ja sein, immer vorne mitzuspielen. Letztes Jahr, die Saison kann man abhaken, die war eigentlich ganz übel, fällt unter die Kategorie am besten vergessen. Was ist denn für heuer das Ziel? Wo will Rapid landen? Natürlich wollen wir besser abschneiden in der Meisterschaft als letztes Jahr, das ist ganz klar. Wir wollen uns natürlich für einen internationalen Bewerb qualifizieren und unser Ziel ist natürlich, zu den Top 3 dazu zu gehören. Das ist so unser Ziel, was das Ergebnis betrifft, aber es gibt auch sozusagen Prozessziele oder Handlungsziele, die mir viel wichtiger sind oder mindestens genauso wichtig. Und das ist es einfach, die Fans wieder ins Boot zu holen, sie zu befriedigen, dass sie zufrieden nach Hause gehen nach einem Spiel, dass sie wieder stolz sind auf die Mannschaft und auf den Club und dass wir da eine starke Gemeinschaft bilden und das ist eigentlich mein primäres Ziel. Aber wie soll das passieren? Das kann eigentlich nur über Siege passieren normalerweise, wenn man geht ins Stadion, wenn man seine Mannschaft siegen sehen will. Das heißt, es muss sich auch sportlich ein bisschen was tun jetzt, oder? Ja, das eine sind die Siege, die uns da helfen können, aber die Frage ist ja immer, wie man gewinnt und wie man spielt und das steht bei mir im Vordergrund. Es ist natürlich so, dass du bei Rapid permanent unter Druck stehst, dass du gewinnen musst, das ist uns allen klar, aber es stellt sich immer noch die Frage, wie du das Spiel angehst und wie du gewinnst, wenn du gewinnst. Und da muss einfach der Fan das Gefühl haben, das absolute Gefühl haben, dass die Mannschaft immer alles gegeben hat, um dieses Spiel zu gewinnen. Aber dieses Kämpfen, dieser Kampfgeist, der hat ja in der letzten Saison, muss man sagen, wirklich gefehlt. Und zumindest beim Spiel gegen St. Pölten, wenn man jetzt eher so auch Richtung zweite Hälfte schaut, war jetzt auch nicht unbedingt so präsent. Kämpft Ihnen die Mannschaft zu wenig? Also zunächst einmal reden wir über Fußballspiel und was das Kämpfen gegen St. Pölten betrifft, muss ich dazu sagen, wenn man sich die Zweikampfstatistik anschaut, dann haben wir mehr als St. Pölten gewonnen. Wir haben, glaube ich, 56% der Zweikämpfe gewonnen. Also liegt es nicht immer nur am Kämpfen. Wir müssen einen Gegner bekämpfen, aber auch bespielen. Und da war es einfach so, dass wir es verabsäumt haben, nach der Führung, nach der 2:1-Führung, cleverer zu agieren, wenn du schon die Chancen, die du dir herausspielst, nicht realisierst, dann musst du dich ganz einfach anders verhalten und zumindest einmal kein Gegentor bekommen und noch dazu so ein billiges. Jetzt sagen auch viele Fans und auch Beobachter, naja, die Neuzugänge im Sommer, die waren eigentlich doch enttäuschend. Da war jetzt nicht so der große Kracher dabei. Wäre da nicht ein bisschen mehr drin gewesen? Ich weiß jetzt nicht, wer das sagt, aber ich glaube, dass wir primär war es einmal unsere Aufgabe, den Kader zu verkleinern und dann den punktuell zu adaptieren oder auch zu verbessern auf der einen oder anderen Position, damit der Trainer mehr Möglichkeiten hat. Ich glaube, das ist uns ganz gut gelungen.
Natürlich wissen wir, dass das Transferfenster bis zum 2. September geöffnet ist und bis dahin kann sehr viel passieren. Aber ich glaube, das ist einmal wichtig, dass eine gewisse Homogenität in die Mannschaft reinkommt. Aber das heißt, Sie überlegen sich da durchaus noch, ob es dann noch den einen oder anderen Neuzugang gibt bis zum Ende des Transferfensters? Also die Mannschaft steht einmal so, wie sie ist, aber es kann, wie gesagt, alles passieren, aber nicht nur auf der Seite der Neuzugänge, sondern auch der Abgänge. Wenn das passiert, dann ist es so, dass du gerüstet sein musst. Und wir halten nach wie vor die Augen offen. Wenn es nicht für dieses Transferfenster ist, dann fürs nächste und übernächste. Aber der Kader ist Ihrer Meinung nach diese Saison stärker als in der Vorsaison? Meiner Meinung nach, von meinem Gefühl her und auch nach meinen Beobachtungen zu urteilen, wie sie sich in der Kabine verhalten, wie sie sich auf dem Trainingsplatz und im Spiel verhalten, ist der Kader sehr, sehr gut aufgestellt. Wie ist denn die Stimmung innerhalb der Mannschaft, Ihrer Meinung nach? Auch das wurde ja letztes Jahr oder in der letzten Saison der Rapid und der Mannschaft immer wieder vorgeworfen, dass da keine gute Stimmung ist. Hat sich da Ihrer Meinung nach was geändert? Ich glaube, dass sie sehr viel getan hat diesbezüglich. Das ist ja auch spürbar für mich, dass einfach die Energie in der Kabine einfach positivere ist, dass der Umgang untereinander auch in der Kommunikation besser ist als noch zum Ende der letzten Saison, wenngleich ich natürlich betonen muss, dass wir alle sehr enttäuscht sind und waren nach dem Spiel gegen St. Pölten, weil wir einfach nicht gewonnen haben. Aber grundsätzlich, glaube ich, bin ich zufrieden, was den Team Spirit betrifft. Aber natürlich ist es besser, wenn du gewinnst, wenn du einige Spiele gewinnen kannst, damit der noch besser wird. Wie weh tut es Ihnen eigentlich, wenn Sie da derzeit am Abend den Fernseher einschalten unter der Woche und ein LASK europäisch spielt, eine Austria europäisch spielt, Sturm spielt Salzburg und Sie sitzen auf der Couch und Rapid ist diesmal in Europa nicht vertreten. Tut das sehr weh? Das tut sehr weh, natürlich, wenn man noch dazu bedenkt, dass Rapid in den vergangenen Jahren sehr viele Punkte auch gesammelt hat für Österreich und sie der eine oder andere Verein bereits fix qualifizieren konnte, auch aufgrund dessen, weil Rapid erfolgreich war im internationalen Bereich. Tut es natürlich weh. Wir wissen ja alle, warum wir heuer nicht dabei sind, nicht nur aufgrund dessen, dass wir nicht im oberen Playoff gespielt haben, sondern wir haben ja noch eine Barrage gehabt gegen Sturm Graz und da wissen wir ja, was passiert ist. Und das ist schon ein Hauptgrund auch dafür, warum wir heuer nicht dabei sind. Aber wir müssen das abhaken. Wir drücken allen österreichischen Vereinen die beide Daumen, damit sie so erfolgreich wie möglich sind. Und wir werden den nächsten Anlauf durchnehmen. Aber das Ziel heuer muss Europa sein. Das wollen wir unbedingt, ja. Kommen wir noch zu Ihnen. Sie waren ja eine Zeit lang weg bei Rapid, jetzt sind Sie wieder da. Was zeichnet denn Rapid aus und wie haben Sie die Zeit abseits von Rapid überhaupt verbracht? Weil Sie leben ja für Rapid. Ja. In Ihren Adern fließt wahrscheinlich grün-weißes Blut. Wie gut tut es Ihnen, dass Sie jetzt wieder beim Verein sind? Ja, das war ein Prozess, der sich so entwickelt hat. Also prinzipiell muss ich sagen, seit dem Zeitpunkt, wo ich weggegangen bin von Rapid bis zu dem, wo ich wieder zurückgekommen bin in einer anderen Funktion, hat sich sehr, sehr viel getan. Der Verein ist viel, viel größer geworden, das neue Stadion ist fertig gebaut worden. Es hat viel mehr Möglichkeiten auch gegeben. Die Erwartungshaltung war natürlich groß, hat man teilweise auch nicht erfüllen können. Ja, wie ist mir gegangen? Ich habe in der Türkei gearbeitet, bei Karabükspor als Trainer, dann noch in Slowenien bei Olympia Laibach. Habe da auch meine Erfahrungen machen dürfen im Ausland und war aber dann für mich ziemlich schnell klar, als wir begonnen haben, darüber zu sprechen, dass ich zu Rapid zurückkommen kann, war es für mich eigentlich sehr schnell klar, dass ich das unbedingt machen möchte. Jetzt war Ihr Abgang damals, muss man ja sagen, kein ganz freundlicher. Schwingen da noch immer ein bisschen Emotionen mit? Nein, überhaupt nicht. Sie haben sich da ausgesprochen mit allen? Erstens das und ich bin ja als Gentleman gegangen und wieder als Gentleman zurückgekommen. Also es ist nicht so, dass ich irgendjemanden böse bin. Im Gegenteil, es ist natürlich so, dass ich damals sehr enttäuscht war. Ja,
daraus brauche ich keinen Hehl machen, aber gewisse Dinge passieren einfach im Leben, kannst du selber auch nicht so steuern, wie du es gerne möchtest. Aber für mich ist einfach dieses Buch zugeklappt und ich habe ein neues geöffnet, unmittelbar darauf. Also jetzt bin ich wieder bei Rapid und in einer anderen Funktion. Und ich werde natürlich mein Bestes geben, damit der Verein wieder erfolgreich ist. Jetzt steht ja auch eine große Weichenstellung bei Rapid an, nämlich ein neuer Präsident, der da jetzt in Kürze gewählt wird. Haben Sie da eigentlich einen persönlichen Favoriten? Darf ich keinen haben. Es ist so, dass ich mich auch gar nicht einmischen möchte, was die Vereinspolitik betrifft und schon gar nicht mich in der Öffentlichkeit äußern möchte. Ich habe einfach die Pflicht, meinen Job so gut wie möglich auszuüben, genauso wie alle anderen Mitarbeiter des SK Rapid Wien. Und alles andere können wir nicht beeinflussen. Wir werden abwarten müssen, was passiert und einfach das machen, wofür wir bezahlt werden. Was ist denn Ihr Wunsch an den neuen Präsidenten? Worauf soll er denn den Schwerpunkt legen? Darüber habe ich mir überhaupt keine Gedanken gemacht, weder was Budgeterhöhung betrifft für den sportlichen Bereich. Oder aber hätten Sie natürlich gern, oder? Das hätte jeder gern, aber es ist jetzt auch nicht unbedingt für mich ein Kriterium, ja, dass, wenn das passieren sollte, dass es automatisch besser läuft. Es ist wichtig, Geduld zu haben, es ist wichtig, an einem Konzept festzuhalten und ausdauernd zu sein. Ja. Und wenn man das ist und wenn man da vor allem nach außen hin geschlossen auftritt, dann hat Rapid, und davon bin ich überzeugt, eine schöne Zukunft vor sich. Weil Sie das Budget angesprochen haben, jetzt ist Salzburg oder Red Bull Salzburg natürlich beim Budget allen meilenweit voraus. Ist das nicht irgendwie ein bisschen eine Wettbewerbsverzerrung, wie sie derzeit stattfindet? Würden Sie sich da vielleicht irgendwelche Obergrenzen wünschen, weil Red Bull pumpt da Geld rein, da können die anderen Vereine ja derzeit nicht annähernd mithalten, oder? Das ist richtig. Es ist halt so, dass Red Bull mit Liefering eine Zweiermannschaft hat, die in der zweiten Liga spielt. Es ist auch so, dass sehr viele Spieler verliehen sind, die Bundesliga-Erfahrung sammeln können, ein Jahr lang, 2 Jahre lang, die sie dann eingliedern können in ihr Konzept. Also sie haben natürlich sehr, sehr viele Vorteile, aber grundsätzlich ist es wichtig, dass wir auf uns schauen, dass wir unseren eigenen Weg finden, um den Anschluss wiederherzustellen. Und es hilft kein Jammern, sondern du musst einfach deine Hausaufgaben machen, du musst schauen, wo Verbesserungsmöglichkeiten sind und an dem arbeiten, damit du die sukzessive verbesserst. Ja, und darum geht es mir und darum geht es uns beim SK Rapid Wien. Abschließende Frage noch. Am Wochenende geht es jetzt gegen Altach. Ziel ist wie immer nämlich an einen Sieg, aber was erwarten Sie sich von der Mannschaft? Dass sie mir Spaß macht. Mehr erwarten wir von meiner Mannschaft, dass sie lernt, mit dem Druck umzugehen, weil es ist schon wieder Musik, ja, ist schon schwer genug, dass sie schafft, irgendwo die Balance zu finden zwischen Anspannung und Lockerheit und dass sie einfach mir und dem Publikum und den Fans im Stadion Spaß macht. Herr Barisic, schauen wir mal, ob die SpielerInnen diesen Wunsch erfüllen. Nach dem Wochenende wissen wir es. Wir machen eine kurze Pause, dann sind wir gleich wieder zurück hier auf OE24 TV und zwar mit den aktuellen Nachrichten des Tages.